Hier haben wir jetzt übrigens wirklich keine Wahl. Hier ist einfach die Tatsache, es geht los. Von daher, ich könnte jetzt natürlich alle betäuben, aber ich finde, wir sollten auch mal ein bisschen Bum-Bum sehen, oder? So. Fuck. Übrigens, ich blute und bin fast tot. Das war jetzt gerade ein bisschen knapp. Habe ich überhaupt noch? Oh, ich habe keine Bandagen. Oh. So wenig eingesammelt. Egal. Stun-Granaten können wir natürlich auch mal einsetzen. Irgendeinen Grund müssen die Dinger ja haben. Funktioniert auch. Natürlich. Gut. Komm schon. Ich wollte dich grabben. Genau. Da blutet ich schon wieder. Shit. Shit, shit, shit. Wow, wow, wow. Das ist nicht zu knapp. Vor allem, ich konnte da gerade nicht weiter. Hier ist der Levelabschnitt zu Ende. So ein Scheiß, ey. Komm schon, ich hab dich getroffen. Ist gut? Ist jetzt gut hier? Lass uns mal vorbei. Was ist das für ein Bullshit? Okay, wie hat man das denn nochmal gemacht? Da wirklich Stun-Granaten. Ist die Granate einfach weg, genau. Ach, jetzt hat die Granate gezündet. Fliege. Verdammt lief das beschissen. Ich war doch früher viel besser. Was geht denn ab? Okay, wir haben die Szene überlebt, aber trotzdem, was zum... Bin echt außer Übung. Aber ich das Spiel gespielt habe, ist übrigens auch Jahre her. Das muss man dazu sehen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Scheiße, diese Fliege nervt mich so hart. Gut. Snake ist drin. Who goes there? Ocelots. Oh, Shalashaska. Why are you here? We thought you were with the Colonel. What the? Der hat wohl seine ganz eigene Sache mal wieder am Laufen. Okay. The Colonel will be joining you soon, comrade. Ja, Ocelot hat anscheinend was völlig Eigenes vor. Abwarten. Abwarten. Snake, are you in yet? Have you made it to the holds? It's taking longer than I expected. We've already passed the Verrazano Bridge. Geil. All right, we'll use another recovery point. They may be planning to change course. What? The exits to the deck are all sealed. What are they planning? If they get Metal Gear, we're going right off the fringe. Yep. Hallo, Nico Nive. You're all familiar with the Shadow Moses The men down here are definitely Marines. Die von nichts wissen von If the draußen. deck is sealed off, they have no way of knowing that the ship's been taken over. Yep. I'm not interested in fighting these guys. The weapons won't do me much good here. Can you see Metal Gear? No, I'll have to go around to the bow.
They have some serious defenses here. I doubt the recent arrivals want to blast their way through the Marines either. Wonder where they're headed. I don't know. Not the beach, that's for sure. Ja, jedenfalls nicht an den Strand, das ist klar. Aber vor allem ist echt eine ganz schön große Truppe von den Marines, Okay, ne? Snake. Nicht Let's klein. go over this one more time. Use this camera to get photographic evidence of the Metal Gear prototype. Now do your thing and take pictures that speak louder than the government's plausible denials. Sehr We gut. need 4 shots. Metal Gear from the front, front right, and front left, and a close-up of the Marine Corps marking. Küche. There should be a Marine's insignia on the body of Metal Gear. Just let someone try explaining away a clear shot of that. Ja. Okay, kriegen wir hin. All right. There's actually one little thing. Just spit it out. I'm used to things going wrong. It looks like someone's monitoring our transmission. Who? I don't have a clue. All they're doing is watching. It would creep me out less if they tried to interfere with our communications. Could it have something to do with that cipher we saw? Maybe. I've switched the encryption protocol for our burst transmission for now. What I want to do is use a different method for sending these photos, just in case. Instead of using the codec? Exactly. There's a workstation in the southeast corner of the block where Metal Gear is housed. I've made arrangements so that you can send the pictures from the machine. Arrangements? I hitched a ride on Link 16 into U.S. military's proprietary network. Nice. Managed to get into that workstation and overwrote a part of the system software so I could remote install a little app I wrote. Why bother with anything that complicated? No, it's pretty simple, really. Look, all you have to do is stand in front of the machine and push the action button. Okay. The app will automatically launch and download the image data from the camera, split the files, and encrypt them individually. The data packets can then masquerade as... Okay. So all I have to do is push the action button in front of the computer once I have the pictures, right? Well, sure, if you put it that way. And one more thing. The Commandant's already begun his speech, but you need to get the pictures before he's done talking. Otherwise, they'll spot you, okay? How much time do I have? I hacked into his personal files and took a look at the text of that speech. I'd say you have 7 more minutes. Longer if he throws in a joke or two. A 7-minute time limit, huh? Remember, Snake, just the photos, okay? Ja. With these kinds of odds, I won't be making any sudden moves. But that doesn't mean we can just let Metal Gear be hijacked. Okay, but first the photos. All right, we'll deal with the rest when we get there. Stay low. Alles klar. Okay, Langweiler, schade, dass du gehst. Dann schönen Abend noch oder schönen Tag noch. Hast du nicht lange durchgehalten. So, und jetzt verrecke ich wahrscheinlich. Ich habe keine Bandagen, keine Rationen. Und cool. Aber ich glaube, ich kann an Blutungen nicht sterben. Glaube ich. Oder doch? Hallo Markwurm. Nee, ich kann an Blutung nicht sterben. Immerhin. Gott sei Dank. Aber das Geräusch wird ab jetzt ziemlich nerven. So, also dieser Oberst hält eine ziemlich lange Rede. 7 Minuten lang ungefähr. Und wir müssen uns jetzt durch die ganzen Hallen arbeiten, an diesen Marines vorbei. Ja, have fun. Übrigens, wenn wir vor diesen Lichtkegel laufen, sehen die sofort meinen Schatten und entdecken mich logischerweise. Von daher schön vorsichtig. Und übrigens gibt es gerade hier in diesen Räumen noch einige verschiedene Dogtags zu holen. Aber auf die bin ich jetzt nicht so scharf, ehrlich gesagt. So, nehmen wir doch erstmal einen anderen Weg. Schön unten lang. Ganz klassisch, genau. Einfach die Abwasserkanäle. Dafür sind sie auch immer da. Oder Lüftungsschächte, meine ich natürlich. So. Was einem natürlich auch ein bisschen auffällt, die Reinheit der Grafik ist mir extrem aufgefallen. Ist auch einer der einzigen Kritikpunkte an Metal Gear Solid 2 meiner Meinung nach. Bei Metal Gear Solid 2, die ganzen Anlagen hier, die sind halt so klinisch sauber, was auch Sinn macht. Ne? Es macht Sinn. Das hier ist ein Marine-Ding, ein Schiff von den Marines. Natürlich ist es hier sauber. Hier wird ordentlich geputzt, regelmäßig, und das auf Befehl.
Und daher ist nichts überraschend dran. Aber das zieht ja ein bisschen durchs Spiel durch und deswegen ist es ein bisschen... Diese Cleanheit, finde ich, geht mir mit der Zeit ein bisschen auf den Sack. Es ist halt ein bisschen wenig Abwechslung, Abwechslungskraft. Hier ist jetzt ein bisschen anders. Geil. Also hier ändert sich laufend auch die Richtung, in die sie alle gucken. Aber sonst keine Sorgen. Okay, lassen wir das mal. Okay, du hast eine Tochter, das ist fantastisch. Das freut mich sehr. Übrigens kann man hier auf den Fernbedienungen schön rumdrücken. Worth it. Oh, okay. Right. Ja. Left. Up. Ich lache noch drüber und dann ignoriere ich es. Ja, entdeckt werden ist hier natürlich keine Option. Logischerweise. Von daher, no. Snake, respond! Snake! Aber egal. Egal. Dafür hat es sich gelohnt, euch das mal zu zeigen. Ich finde es zu witzig, von daher muss ich. Ich musste es. Ich konnte nicht anders. Ach, und jetzt muss man den ganzen Räume nochmal durchgehen. Ja. Die wirken wie Zinnsoldaten. Ja. So sollen ja auch echte Soldaten heutzutage sein, ne? Schön auf Befehl reagieren, nicht nachdenken, kein Gewissen haben. Immer das tun, was ihr Oberster will. Alles andere ist egal. So, hier ist logischerweise gar keine gut Kirschen essen, das können wir gleich knicken, da irgendwo lang zu gehen. Aber zum Glück sind alle sehr gebannt von der Übertragung, von daher. They're all working on deploying their own Metal Gear Force to compete with the US's nuclear strike capability. The world is about to see a swarm of these Metal Gear derivatives. Some say that the strategic Boah, war das knapp. Holy fucking shit. So, können wir halt mal einen anderen Weg gehen, gucken, ob hinten was ist. Ne, aber nehmen wir mal einen anderen Weg. Einfach mal ausprobieren, ne? So, hier sind wir jetzt hier wieder. But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes closer to home than you think, gentlemen. Always bear Ja, that in dreh dich mal mind. nach rechts. Danke. Okay. This weapon will Ignorieren. render all other Metal Gears obsolete. Nations building up their own Metal Gear force will think twice about their nuclear strategy in the light of the military dominance spelled out by Ray. Das war mir dann doch zu knapp, ehrlich gesagt. The shift in the balance of power will mean a new world Gott, oh order. Gott, oh Gott. And we, Viel zu the knapp. Marine Corps, will play a central role in its military affairs. Dann gehen wir mal lieber hier lang. So. Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature than the Zum Glück stört sich keiner am Schnarchen von dem Marine, ne? fire of nuclear proliferation. Forget about it. Hat der gerade ein Magazin fallen lassen? Ja, hat er einfach mal. Are attempting to derail our Ist einfach mal ein Magazin runtergefallen. Ich wette, wenn ich mich beeilt hätte, hätte er runtergeguckt und mich entdeckt. Von daher, nee, danke. So. Immer schön weiter. Gleich sind wir bei Metal Gear. Jetzt machen sie wieder diese verdammten Dehnungsübungen. Übrigens bleibt die Zeit dabei stehen, weil das halt nicht Part seiner eigentlichen Rede ist. Deswegen. So gewinnt man auch ein bisschen Zeit. Weil wir müssen ja auch noch, innerhalb dieses Zeitlimits müssen wir noch 4 Fotos machen, da wir nicht entdeckt werden und die hochladen. Deswegen, wir haben zu tun. So. You're all familiar with the Shadow Moses incident during the Sears administration. The current state of nuclear proliferation is a direct result of that event.
Da ist es also, der neue Metal Gear Prototyp. Metal Gear. Can't be. Ja, hat sich optisch ein wenig verändert. Sieht noch ein bisschen krasser aus als sowieso schon. I have a daughter. Ja, ja, du hast eine Tochter, das ist schön. Never to have her or her children experience the horror of nuclear war. Keiner sollte den Horror eines Atomkrieges erleben, natürlich nicht. Sweet Metal Gear, ja. Metal Gear Ray is amphibious. Unlike the Army's Rex, it can cruise deep underwater. Amphibisch. Undetected and make its landing on any shoreline. Krass. Kann einfach mal jetzt unter Wasser arbeiten, das Ding. Das ist auch neu. So, wenn wir schon mal hier oben sind. Hallo, na, ist das nicht das Marines-Logo, das wir brauchen? Ganz genau. It is the ultimate weapon. Nee. And it is yours to guard. Good. Like you all to think about. So, und hier haben wir eine kleine Rutschstange. Ganz klassisch. I have a daughter. Okay, der schneidet vor sich hin. Schön für ihn. Experience the Problem. horror of nuclear war. As a father, I want to leave a better world for the future generation. As a soldier, Wir müssen halt auch ein paar Fotos von vorne rechts, vorne links und von vorne machen. Ne, das hat nicht funktioniert. I seem to be repeating myself. Chalk it up to old age. Das aber. Sobald dieses eine Geräusch kommt, hat halt funktioniert. Die Kameramänner sind übrigens auch ziemlich, die merken nicht viel und der Commander zum Glück auch nicht. Da können wir froh sein, dass das nicht so der Fall ist. Von vorne. Good. George Sears trat nach Shadow Moses von seinem Amt zurück. Der Präsident. Good. Ich würde mal sagen, wir haben unsere Fotos. Ja, wegen seiner fehlgeschlagenen Vertuschung musste also der Präsident zurücktreten. Der Präsident, den wir am Ende von Metal Gear Solid 1 in den Credits gehört haben, wie er noch mit Ocelot am Sprechen war, ne? Erinnert euch daran? So. Müsste eigentlich alle Fotos geklappt haben. Holen wir eben kurz einen kleinen Snack zum Essen. Ich glaube, ich werde mir heute auch noch eine Pizza bestellen. Das weiß ich jetzt irgendwie schon im Gefühl. Dafür kam mir das Pizzagate letztens bei der einen Stream. Nur mal gucken. Später halt erst. Hallo Cheerio TV. Schön, dass Sie hier alle Details eingehen. Den ganzen Kram, den könnte Snake nicht machen. Nicht ohne Otacon. Ich hole mir eben ganz kurz was zu knabbern. Sprite. Eine neuartige Bilder-App, ganz offensichtlich. Warte mal. Das macht so viel Krach. So, any codec moments from you, Snake? The first image is... This is great. The Marines lettering shows up really well. What's next? Oh, I don't think we can use this. Hab ich schon gedacht. What's next? Okay, that's good. The shot from the right is in the bag. Next up is... Okay, this works. It's a great front view. The next one's... You're a pretty good photographer. We can definitely use this left shot. Okay, now we have all the photos. Snake, the speech is about to wind up. Forget the photos and get out of there now. We, the Marines, will lead the charge into a new world order with Metal Gear Ray. That is all. Dismissed. Abhauen sagte ich jetzt auch so leicht, ne? Das dürfte ab jetzt ein ziemliches Durcheinander sein. Wenn alle weggehen und so.
Excellent speech, my friend. Who the... Gift of the silver tongue. They say it's the mark of a good officer. And of a liar. Americans are too in love with the sound of their own voice to speak the truth. Identify yourself. I am Shalashaska, also called Revolver Ocelot. Immer noch am Start. What do you want? This machine will be quite useful. What are you planning to do? Steal this thing? Steal? No, I'm taking it back. Okay. Oh, wie will er das anstellen? Hallo, Skill. Wow. Haha. Clever. Gerlukovich. Nobody move. Understood? This ship now carries enough Simtex on its key structural points to blow it out of the water at the touch of this button. That's right. No one has to die needlessly. We're almost at the target. Get a move on. Alle ziemlich gut vorbereitet, ha? What do you intend to do with Ray? Sell it on the streets? I was raised in Snezinsk, formerly known as Chelyabinsk 70, the nuclear research outpost. What are you talking about? After the Cold War ended, my home was bought out by the Americans. Is there a point to this sad story? Now you would understand. Land, friends, dignity, all sold to the highest bidder, the United States of America. Even the technology that gave birth to these weapons is Russian, developed by us. What do you intend to do? Russia will rise again. And Ray is the key. I regret to inform you that I have no intention of selling Metal Gear. As I said, I came to take it back. Alle sofort so, hä? Was hast du vor, Mann? Yes, returned to the Patriots. The Lale Lule Lo? How's that possible? Ocelot, have you sold us out? I was never in your employ, Gerlukovich. Are you still in league with Solidus? No hard feelings, Colonel. Mother Russia can rot for all I care. Since when, Ocelot? When did you turn? I'm glad you noticed, comrade. I abandoned her during the Cold War. Ja, das ist schon lange einer Metal von den Gear only Patriots. has room for one. Wer auch immer die sind. Gerlukovich, you and your daughter will die here. Damn you! Er hat Stil.
Sergey, looks like you were long overdue for retirement. Stop. Stumpf. Revolver. Und ja, Big Daffy, die Lalilulilo. Was es damit auf sich hat. Abwarten. Das dauert, bis du das erfährst, warum die Lalilulilo sagen. Und jetzt? Ach ja. Show's over. If you wish to live, I suggest you run now. This ship is still in the lower New York harbor. You may yet make it to shore if you swim for your life. Er jagt das Scheiß da einfach hoch. Er gibt gar keinen Fick. Er hat gelogen. Manche von denen können jetzt, glaube ich, nicht mehr schwimmen. Und wo ist Snake, verdammt nochmal? Alter. Ein altes Treffen. It's been a while, brother. Who are you? You know who I am. Liquid? Not so young anymore, eh, Snake? You're drowning in time. I know what it's like, brother. No wonder Naomi passed you over for the Fox Dive program. Ouch! Get out of my mind, Liquid! Holy shit. Nein, Starkiller? Auch das hat seine Begründung. The price of physical prodigy. Few more years and you'll be another dead clone of the old man. Our raw materials are vintage, brother. Big Boss was in his late 50s when they created his copies. But I live on through this arm. Liquid's arm. Da habt ihr die Erklärung, woher der zweite Arm kommt. Liquids Arm. Da hat's einige hart erwischt. Okay, das hatten wir schon mal, wenn Liquid in einem Metal Gear sitzt. Hä, bedeutet das, dass Ocelot Liquids Arm hat? Ja. Er hat ja seinen Arm verloren im ersten Teil. Und er hat sich Liquids Arm ranmachen lassen. Der über den Ocelot verstanden. Ja, korrekt. Wie kann ein Arm die Stimme ändern? Wir sind ab jetzt in Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, eigene Welt. Nie vergessen. Manche Sachen muss man einfach akzeptieren und just roll with it. You're going down, Snake, with this tanker! Und cool. Wir haben eine USP, wir können einen Scheißdreck machen. Gar nichts.
Guck mal, nicht mal die MGs kommen durch. Kein Schiss. Granaten kommen auch nicht durch. Gar nichts. Das kann sich wehren. Deutlich besser als die früheren Teile. Snake, mach irgendwas, rette die Welt oder so? Otacon, we have a problem. Ziemlich. Wasserstrahl. Einen extrem dollen Wasserstrahl einfach. Mehr als hart genug. Mit der richtigen Geschwindigkeit. Snake! Snake! Problems. Proceeding as planned, sir. Sehr mobil, das Teil. Und wie wir schon rausgefunden haben, amphibisch. Also geht er unter Wasser klar, das Teil. Yes, at the location we discussed. Yes, I have photographic evidence of Snake on the scene. The cipher was most useful. Geil. I look forward to tomorrow morning's news flash. I would say the Marine Corps' plans are on indefinite hold. Yes, of course, Mr. President. So, das war Metal Gear Solid 2. Dankeschön, dass ihr dabei mitgemacht habt. Freut mich sehr. Nein, Quatsch, nur Spaß. Das war der Prolog. Das war quasi der erste Part. Tausende von Berechnungen waren nötig, um die Atombombe zu bauen und ihre Wirkung zu ermitteln. Computer- und Atombombenprodukte des Zweiten Weltkriegs haben sich gemeinsam entwickelt. Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shadow.
I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time, but in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. Calling teams Alpha and Bravo. Deploy at the big shell as scheduled. Approximately 6 hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEALs Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group, and they have the big shell under complete control. Also ein Ding, das die ganzen Ölkatastrophe, die durch diesen Tanker ausgelöst wurde diese Anlage gebaut, um dieses ganze Öl wieder aufzusammeln und den Hafen wieder reinzumachen, weil mitten in Manhattan, mitten dort im Hafen, riesige Ölkatastrophe. Damn. What are their demands? $30 billion. $30 billion? What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the big shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The president? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the big shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan Harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. Geil. Geil. Läuft doch super. Und ja, komisch. You have two mission Andere objectives. Stimme. One, infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And two, disarm the terrorists by any means necessary. You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. This is Snake. I'm now inside Strut A of Shell 1. How are things? We're in luck. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility? The lights on the plant's struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the Big Shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Raiden. All right, Raiden. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the Big Shell. How do I get up to the next level? There's an elevator at the far end of that area. Use that. Sounds good. Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research.
The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. Warum nur? The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. So, da sind wir jetzt also mit Raiden. So, da sind wir also. Upsala. Das brauchen wir natürlich nicht. Und was eben sehr seltsam war, fand ich, waren die ganze Tatsache, dass die ganzen Ansagen am Anfang waren exakt dieselben wie Metal Gear Solid 1, ne? Schon komisch. Schon seltsam. So, was haben wir hier? Aha. Das dürfte so ein Ding sein, mit dem man unter Wasser Sachen untersuchen kann und so. Okay. So, eine Ration. Immerhin schon mal anfangen. Da ist zwar irgendwas hinter. Aber ich glaube, es ist nur eine Ration oder so. Oder eine Bandage. Nicht so wichtig. Die brauche ich doch eh nicht, ne? Käppe. Wisst ihr ja. So. Aber ich finde interessant, wie schnell die den Punkt übergangen sind, dass Raiden unten am Dock noch was anderes gesehen hat. Naja, U-Boot kann man es nennen, Mark, wo man mit U-Booten verbinde ich eher größere Dinge, als das, was wir jetzt gerade gesehen haben. Dass da unten schon ein Loch geschnitten war, scheint echt nicht so weiter wichtig zu sein, ne? Da könnte schon jemand eingedrungen sein. Ja, zum Beispiel, der diese Wache niedergeschlagen hat, zum Beispiel. Colonel, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment, is Russian-made. Must be a Gorlukovich man. Gorlukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. Okay. They become a band of mercenaries, an army without a country. Na dann, also die sind einfach übergelaufen sozusagen und arbeiten jetzt für jeden. Söldner halt, ganz normale Söldner. So, also auf zum Aufzug. Ja, ab zum Aufzug. Klingt besser. Na, wer war das denn wohl? Noch nie gesehen. Colonel, there's definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator. A node. Did you say nerd? Not nerd. Node. Oh. Use the node to gain access to the Big Shell's facilities network. Then what? Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton radar. The Soliton radar? True. That radar came in useful during VR training. Natürlich. A radar system uses biological magnetic fields as input.
These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high, should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Just push the action button in front of the node. The nanomachines in your body will take care of the security clearance and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access for a while. Stay on guard. Got it. Okay. Gut, also können wir ab jetzt müssen immer Nodes aktivieren. Und erst wenn wir die aktivieren, haben wir den Radar zur Verfügung. Gut zu wissen, also auch wieder was ganz Neues. So, während die da unten noch schön vor sich rumgammeln, also da betäubt rumliegen, können wir das natürlich nutzen. So. Seltsame Methode. Okay. Kriegt man immer einen gewischt, wenn man das machen muss? Abgefahren. Hey, Vaultboy. So, mein Codename. Was ist denn mein Codename? Tja. Wie wär's denn mit meinem aktuellen Codenamen? Warum nicht, wenn man ihn so nennen will? So. Geburtstag. Sind das Monate? Ja. Gebe ich doch einfach mal meinen Geburtstag an. Warum nicht? So, wisst ihr Bescheid? 16.11. Nationalität Germany. Absolut. Alright, alright, alright. Ja, die ganzen Sachen brauchen wir nicht ändern. Genau. Fertig. Ab jetzt haben wir ein Radar in der Gegend. Und natürlich tausende Ansagen. The radar should be functioning now. Remember your VR training sessions. The tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. The bright dot in the middle is you, Raiden. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. It gets jammed easily, I'm afraid. It's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. Okay. The Big Shell's layout map should now be available after touching the Start button. How do I save the mission data? I've set aside a proprietary frequency for saves, and an analyst to work on the data too. An Analystin. Jack, is everything all right? What are you doing here? Jack, can you hear me? Rose, you're not supposed to be involved. What's going on? Jack, I'm a part of this mission. Colonel, what the hell is going on? Raiden, meet the mission analyst. She'll be overseeing the data saving and support. Ah, yeah. Why her? The Foxhound analyst that was supposed to take part in this mission was in an accident. Rosemary was brought in as a replacement. An accident? And according to the files, she knows you better than anybody else. Rose may be in the service, but an intelligence analyst is no field officer. Not to worry. She has our technical staff at her disposal. She's never been a part of a field mission. This is insane. I have my own reasons for selecting her for this mission, soldier. Colonel, I fail to see... I know your VR training performance in and out, but sometimes that's not enough. You're familiar with the Shadow Moses incident? You know I covered it in VR. If there's a crucial tactical detail that case taught us, it was the power of the operative's will to survive. I was trained to fight. My personal feelings have no place in a mission. Genau. We've learned that it doesn't work that way. And on the field, you need all the help you can get. Jack, you're stuck with me whether you like it or not. Geil. Rose. You need someone to watch your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? I'll perform my duties and save that mission data, but I'm aware that technically I'm not part of the mission control team.
After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. What the fuck? But that means, Colonel, that I am not required to follow your orders outside of my immediate duties. Jack is not simply a field personnel for me to track. His safety comes first to me, not the mission. And because of that, I will be monitoring and keeping a record of every communication you have with him, Colonel. Given the circumstances, you're free to do what you see fit. Okay. Hey, I prefer this to being kept in the dark waiting. I'd like to make a request, if I may. Of course. His handle is Raiden. For the duration of the mission, could you call him that? Yes, sir. All right, Raiden. Let me know when you're ready to turn in a save. The proprietary save frequency is 140.96. I just switched frequencies. Jack? What? Do you know what day it is tomorrow? April 30th. Is there something special about it? Isn't there? I can't remember. I'm sorry. Oh well. I'll keep trying till I hear the answer. I'm gonna let you go now, Jack. Take care. Sie sagt immer noch Jack. Ja, das ist Raiden, verrückte Scheiße. Du sollst ihn nicht Jack nennen. Das hat seine Gründe. Das ist wegen Geheimhaltung, falls abgehört wird. Blöde. Was auch immer. Ja, und die Wachen stehen einfach wieder auf. Timing! Raiden, the enemy sentry is regaining consciousness. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must stay out of sight. Ja. Gott. Ist ja gut. I'm under enemy fire. Secure the perimeter. Stay on the lookout. Waren das immer 3 Soldaten? Ich hatte irgendwie nur 2 im Kopf. Das sind ein paar viele, okay. Ja, ich find's krass, dass einfach mal hier anscheinend eine Freundin von ihm, die ihn persönlich kennt, auf einmal an dieser Mission teilnimmt. Er wusste davon gar nichts und so weiter. Bisschen abgefuckt, oder? Wenn ihr mich fragt. Ich warte einfach, bis die Zeit abläuft. Mal gucken, ob es dann eine Wache weniger wird. Oder ob die weniger hektisch durch die Gegend flummeln. Weil hier, so komme ich ja gar nicht voran. Kein Stück. Okay. Ah, hier drin bin ich schon mal safe halbwegs. Okay. Gut, wie gehen wir das jetzt an? Schritt für Schritt. Der Soldat oben geht immer von rechts nach links und... So zum Beispiel. Nicht die feine englische Art, aber naja, funktioniert. Ich habe gerade keinen Bock, mich mit Betäuben und so einem Kram auseinanderzusetzen, von daher, ne, da werden Genicke gebrochen und gut ist. Ich weiß, Big Daffy, ich weiß. Nur das weiß sonst keiner. Jetzt, wo du es geschrieben hast, weiß natürlich jeder. The terrorists call themselves Sons of Liberty. Sons of Liberty? The name of their leader is Solid Snake. What? The hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. He died 2 years ago on that tanker after he blew it sky high. Could he have survived? Not a chance. Und da haben wir ihn. Raiden. Colonel, I'm on the roof. There are no sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. What about the commandos? SEAL Team 10 has landed on struts B and C. And the president? Seems he was spotted on strut B. Strut B? The big shell is comprised of shells 1 and 2. Each unit consists of a central core and 6 struts surrounding it.
So the whole thing is shaped like 2 hexagons connected end on end. Exactly. And you're on the roof of Strut A, Shell 1 at the moment. First, get to a node. Log into the network. Got it. Also. So, Fleck hat es jetzt auch gemerkt. Also, wir haben einen brandneuen Charakter. Raiden. Oder auch Jack genannt. Ja, was sollen wir Ihnen sagen? Er hat einen sehr engen Anzug, hat sehr blondes Haar und spricht in einer sehr hohen Stimme. Und ich kann nicht haben. Das liegt daran, dass ich einer von den vielen, vielen originalen Metal Gear Solid Fans war, die damals wie... Er ist gerade auf Vogelscheiße ausgerutscht. So viel schon mal zum legendären Söldner. Ja, was soll ich... Also, die originalen Metal Gear Solid Fans haben damals mega lange auf Metal Gear Solid 2 gewartet. Konnten nicht erwarten, haben uns deswegen PlayStation 2 gekauft und so weiter. Wir haben da die Trailer gesehen und wussten... Und was haben uns all die Trailer gezeigt? All die Szenen mit Solid Snake im Tanker. Keiner wusste von Raidens Existenz, bis das Spiel rauskam. Das heißt, als wir noch einmal das Spiel spielten, hatten wir auf einmal diesen Zweitcharakter und wussten alle nichts davon. Wir dachten, wir spielen das ganze Spiel über Snake. Nein. Wir wurden komplett verarscht. Und deswegen, allein wegen diesem Grund ist heute schon Metal Gear Solid 2 bis heute einer der verhasstesten Teile der ganzen Reihe. Der Grund reicht schon den meisten. Also so ganz so schlimm sehe ich es jetzt auch nicht, aber es ist nicht gerade mein Lieblingsteil, sage ich es mal so. Was sagt er mir jetzt? Achso, ich glaube, er wollte mir sagen. Raiden, look at that. Vielleicht kannst du durchkriechen. Es ist wie in Metal Gear Solid 1 und mir wird jetzt jeder verfickte, noch so kleine Schritt wird mir erklärt und 1000 Sachen passieren. Raiden, SEAL Team 10 is in. Do we really have no line of communication with the SEALs? They don't know a thing about us. You know we work in the dark, and this mission is no exception. Only a few people know about your presence here. There's no need for concern. This operation is under Pentagon's direct command, and the NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Okay. Your mission may be top secret, but it's gone through the usual channels. Wenn du meinst. Whatever, man. Wir haben andere Sorgen. Also, wir haben jetzt wirklich eine Karte, was auch mal was Neues ist. Das hatten wir in Metal Gear Solid 1 nicht. Wir haben wirklich eine Karte dieser ganzen Anlage. Das ist die komplette Big Shell. Wir sind auf Strut A, kamen von dort unten. Hier sind die einzelnen Brücken, die die ganzen Teile verbindet. Es gibt dann immer einen Core und das hier hinten ist dann Shell 2 ist dann da hinten. Genau. Shell 1 und 2 ergeben zusammen dann die Big Shell. I'll go check the roof. I'll leave the first floor to you, okay? Understood. Understood. Okay. Und er macht immer so einen Ratschlag mit seinen Beinen, wenn er schnell sich von A nach B bewegt. Warum auch immer. Weil er so athletisch ist und schnell und wunderschön. Naja. Colonel, I've located the node, but it's under heavy surveillance. I can't get in any closer. Distract them. Try making some noise to draw their attention away. How? Flatten yourself against a wall and hit the punch button. Got it. So. Who is that? It's the enemy. I need help. Ey, das gibt's nicht. Wie habe ich das denn hinbekommen zum Teufel? Ah.